Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit der frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir für euch vorbereitet haben. Fraport, Frankfurter Flughafenprognose, Terminal 3 Update. Wir haben dann Nachrichten aus der Welt der Kreditkarten. In den USA gibt es eine Einigung zwischen Mastercard und Visa Card, dass gewisse Kreditkarten, die Meilenpunkte und Status bringen, in den USA abgelehnt werden können. Eventuell passiert sowas in Deutschland, man weiß es ja nicht. Delta Airlines. Gefahr eines Winter Meltdowns. Warum? Erkläre ich euch. Wir haben Air France, KLM, die haben den Status Mensch nochmals erweitert. Und Boeing 777X, neue Nachrichten zur Zertifizierung. Also ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren. Und dann unterhalten wir uns auch gerne auf School. Also, erstes Thema ist Frankfurt Flughafen Prognose Terminal 3. Man senkt die Passagierprognose für 2025 etwas von 64 auf 63 Millionen. Der Rekordwert von 2019 liegt bei 70,6 Millionen, damit man es einordnen kann. Und der bleibt natürlich komplett aus der Reichweite heraus. Trotz stagnierenden Umsatz plus minus null, 1,35 Milliarden Euro, stieg der operative Gewinn um 23% auf 593 Millionen Euro. Heißt also, man spart. Einmaliger Sondereffekt, die durch Rückerstattung der alten Zusatzversicherung brachte plus 50 Millionen Euro. Jahresziel moderater Gewinnanstieg für 2025 trotz leichten gebremsten Wachstums. Konzernweit 144 Millionen Passagiere, ein Plus von 4,6%, vor allem Wachstum in Auslandsstandorten. Wer wuchs am meisten? Griechenland mit 21%, 8% Lima und 7% Antalya. Frankfurt hinkt weiter hinterher, minus 12 gegenüber 2019, ist klar, wenn der innerdeutsche Verkehr da nicht so Gas gibt. Kritik ist von der Fraport: auf dem Heimatmarkt bremsen weiterhin die viel zu hohen Luftverkehrssteuer und Gebühren für Luftsicherheit sowie Flugsicherung eine dynamische Entwicklung aus. Ja, wie wirkt sich die Eröffnung von Terminal 3 auf die Flugpreise und Wartezeit in Frankfurt aus? Wird das Reisen wieder entspannter oder eher komplexer? Was erwartet ihr vom Terminal 3? Wie sind da eure Meinungen? Denn das Terminal öffnet ja im April 2026. 57 Airlines ziehen um. Darunter Air France, British Airways, Delta und Emirates. Terminal 2 wird für 5 Jahre saniert. Lufthansa bleibt in Tier 1. Heißt also, auch wenn ich mit Finnair nach Frankfurt komme, dann wird sich da einiges für mich ändern. Jo, wobei ich überlege, mit dem neuen Hilton-Status, ob ich in Frankfurt nicht im Hilton übernachte, anstatt im Hyatt. Einfach nur so als Überlegung. Ja, die Frage des Tages könnt ihr gerne beantworten. Wer viele Fragen hat, ist der gemeine Flieger, der die 777X erwartet. Wann kommt die? Wann ist EIS, also Entry into Service, also wie das deutsche Eis, nicht wie das englische Eis. Und die Boeing 777-9 kommt frühestens 2027 auf den Markt. Das ist ja mittlerweile schon bestätigt worden. Die FAA-Zertifizierung erreicht Phase 3 von 5, wichtiger Meilenstein im TIA-Prozess. Boeing verzeichnet 4,9 Milliarden US-Dollar Zusatzkosten durch die Verzögerung, also da geht richtig Geld los. Lufthansa bleibt der Erstkunde, muss aber natürlich bis 2027 warten. Boeing betont, dass keine neuen technischen Probleme vorliegen. Verzögerungen liegen ausschließlich an den Zertifizierungsarbeiten und dem Dokumentationsaufwand. Also das heißt, das ist nichts, irgendwas passiert. Wobei ja der Belastungstest auch normal ist, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Also man kann jetzt sagen, oh und so, ne? Aber dafür sind die Belastungstests ja da, damit man so etwas sieht. Und Boeing reduziert die Vorproduktion, um langfristig stabile Produktionspläne zu sichern. Ja, Kelly Ortberg, der CEO von Boeing, hat folgendes Zitat: Das Problem besteht ausschließlich darin, die Zertifizierungsarbeiten abzuschließen. Und der Boeing-Finanzchef Jesus Melave sagte, wegen der Verzögerung mussten wir Produktionspläne anpassen. Jetzt ist die Frage des Tages natürlich relativ klar, die kommt. Wie realistisch ist es, dass die Lufthansa ihre 777-9 in 2027 aufrechterhält, oder könnt ihr sie zwischen Lösungen mit Airbus-Modellen prüfen? Also vielleicht
wollen wir gucken. Aber sie sind natürlich mit Airbus-Modellen dabei. Aber wie sicher ist 2027 aus eurer Sicht? Was ganz sicher ist, ist, dass dieser Winter in den USA ein Thema wird, weil die Flugsicherung ja streikt, beziehungsweise nicht streikt. Streik ist das falsche Wort, da muss ich mich korrigieren. Die werden nicht bezahlt. Also gehen sie natürlich einer Arbeit nach. Viele arbeiten woanders dann, um Geld zu bekommen. Das ist das Ehrliche, also ist da kein Streik, sondern die Leute arbeiten einfach nicht, weil sie kein Geld bekommen. Deshalb meldete Delta 586 gestrichene Flüge, 16%, und 1304 verspätete am Sonntag alleine. Ursache ist die Kombination aus Wintereinbruch und natürlich aus der FAA. Das heißt also, es ist jetzt Winter dazu gekommen und damit ist die Delta Operation am Limit angelangt. Die FAA-Anweisung bis zu 10% proaktiv Flugstreichung zur Entlastung der Fluglotsen natürlich auch. Und Experten warnen, Delta sei inches away from a meltdown. Also das heißt, die sind Millimeter oder Zentimeter weg von einem Meltdown. Und das ist natürlich ein Problem. Die Flighty-App spricht von 50-50 für einen kompletten Systemausfall. Ich selber übrigens nutze auch die Flighty-App, finde die relativ toll. Dann Verkehrsminister Sean Duffy kündigt mögliche 20% Flugreduktion an, falls Regierung geschlossen bleibt. Heißt also, Delta betont keine Kosten für Hotels oder Mahlzeiten bei FAA-bedingten Ausfällen zu übernehmen. Klar. Ja, wobei da ist das Force Majeure. Ich weiß gar nicht, wie wäre das in Deutschland? Fall für Dr. Matthias Böse. Hintergrund ist natürlich, dass man mit dem CrowdStrike IT-Ausfall 2024, da hat man ja auch 7000 Flüge gestrichen. Kosten waren da 500 Millionen US-Dollar, nur dass man das mal einordnen kann. Und das sind auch alles Nachwirkungen von der IT. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Denn auf dem X, das heißt ja X dann, aber Twittern heißt es ja nicht mehr. Ich exe, keine Ahnung. Also auf jeden Fall auf X getwittert. Delta hat eine 50-50 Chance auf einen Voll-Meltdown. Das ist halt das, was das Krasse ist in meinen Augen. Und sollten Airlines wie Delta in kritischen Wintermonaten zusätzliche Puffercrews und Flugzeuge bereitstellen, um Systemkollaps zu vermeiden? Das ist natürlich eine Frage, aber auch die andere Frage ist natürlich, sollte man ein größeres Fluggerät einsetzen auf den Strecken, wenn man jetzt 10% und dann vielleicht eventuell in Zukunft 20% Flug reduzieren soll. Da wäre vielleicht ein 380er nicht verkehrt manchmal, ne? Slot Restriction, aber okay, wollen wir nicht drüber philosophieren. Worüber wir philosophieren, ist ja mein Punktestatus über Kreditkarten und da haben wir natürlich das Thema Visa Mastercard als eine der Kartenanbieter, die relativ cool sind. Gerade bei der Lufthansa ist es ja so, dass die Karte ja von der Mastercard ausgegeben wird, Deutsche Bank. Und ein neues Settlement zwischen den Händlern und Visa Mastercard ist in Vorbereitung, man verhandelt das Ganze und Händler könnten künftig bestimmte Kreditkartentypen ablehnen, zum Beispiel also Kreditkarten, die Punktemeilen-Status geben, weil die Meilen müssen ja bezahlt werden, die werden über diese Sergius bezahlt. Deshalb sind die Sergius in den USA relativ hoch. Bei Stripe ist es 2,9% plus 30 Cent, in Europa ist es 1, also daran sieht man, dass das da ist. Und deshalb sind in Europa ja auch die Gebühren gedeckelt worden, damit man nicht mehr so viele Meilen bekommt und diese bezahlt werden müssen. Hat natürlich alles Vor- und Nachteile für uns, die wir sie benutzen und dafür einen Use Case haben, ist das natürlich Gold. Aber für andere Leute, die das nicht nutzen, die würden für uns mitzahlen. Das will man damit dann halt verhindern. Und als Händler darf man keine Kreditkarten diskriminieren. Das heißt also, wenn ich einen Kreditkartenvertrag habe, dass ich Mastercard annehme, Visa Card annehme oder auch American Express Card annehme, dann muss ich diese Karten annehmen und ich kann nicht sagen, diese Karte nicht, diese Karte nein, ja, nein und so weiter. Man darf auch nicht zum Beispiel sagen, ja, also wenn du jetzt mit Bargeld zahlst, dann kriegst du von mir noch Rabatt. Also das darf alles nicht passieren. Aber jetzt ist es in den USA so in Diskussion, dass man künftig die Karten in verschiedene Kategorien einpreisen möchte. Non-Rewards, Rewards und Commercial, also 1, 2, 3. Und bei Finnair ist es zum Beispiel so, wenn man mit Firmenkarten bezahlt, dann kann man Kreditkartengebühren on top bekommen. Und Händler dürfen künftig selber entscheiden, welche Kategorie sie akzeptieren. Risiko ist natürlich Chaos, Verwirrung an den Kassen. Dann sagt man, ja, die Karte nicht, die Karte geht. Also das ist ein Riesenproblem. Und Kunden wissen eventuell nicht, welche Karten dann halt auch akzeptiert werden. Und mögliche Folge sind halt Zuschläge oder wie man das nennt, dann Surcharges. Ihr kennt das ja alles von Uber zum Beispiel.
Und da können dann schon mal 3-4% kommen, wie schon bei Tankstellen oder Restaurants üblich. Händler könnten dann aktiv sagen, Shop here with your rewards card. Das heißt also, man hat dann vielleicht noch eine Alleinstellung. Und die Gefahr ist natürlich, dass Miles and More oder Miles and Points oder Statuskarten dann natürlich an Attraktivität verlieren, wenn die Akzeptanz sinkt. Und die Frage des Tages ist natürlich, wenn Händler wirklich Prämienkarten ablehnen dürfen, würdet ihr Cashback-Karten oder Debitkarten umsteigen oder eher weiter Punkte sammeln? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt und wie ihr das Ganze seht. Kann natürlich auch dazu führen, dass zum Beispiel Hotels sagen, hey, wie ich hier im Hilton bin, wenn du mit einer Hilton-Kreditkarte zahlst, bezahlt keine Punkte. Wenn du eine andere Karte benutzt, dann musst du Punkte bezahlen. Also das ist auch eine interessante Geschichte. Also hier bin ich mal gespannt auf eure Antworten. Ja, Air France KLM Flying Blue Status-Match ist verlängert worden, hätte ich fast gesagt, verbreitert worden. Flying Blue hat jetzt den Status auf neue Länder ausgeweitet. Katar, Kuwait, Pakistan, Jordanien, sagt man ja auf Deutsch, Sri Lanka, Oman, Bahrain, Nepal, Bangladesch, Iran. Die bestehenden Märkte UAE, Indien, Kanada, Saudi-Arabien, Libanon, Ägypten, Kenia, Südafrika bleiben bestehen. Italien ist kein Match mehr für ITA, aber trotzdem für Lufthansa. Das heißt also, ihr könnt eure ITA-Karte in Lufthansa umwandeln und dann auf Air France KLM gehen und bekommt dann die Status-Level. Natürlich ist da mehr auf Nahen Osten und auf Asien in die Richtung, aber für den einen oder anderen kann das natürlich dort spannend werden. Ja, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen und ich freue mich, wenn ihr wieder bei der nächsten Sendung dabei seid. Ja, Frankfurt, einmal Terminal 3 nochmal als Frage des Tages. Das ist eine, aber ich finde viel spannender Frage, nämlich nach der Boeing 777X. Wird Lufthansa ihre Flottenstrategie irgendwie doch mal anpassen müssen und rechnet ihr mit, dass die Maschine 2027 kommt? Und würdet ihr auf Cashback oder Debitkarten umsteigen, falls Händler Meilenkarten ablehnen? Dann ist es nicht mehr so, hier Amex geht nicht oder so, sondern geht hier halt dieser Typ an Karte nicht. Ich bin mal gespannt auf eure Antworten. Und ich freue mich. Also bis dann, ciao, ciao und tschüss jetzt wirklich.